Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 22 My Team. Und heute geht's nach Imola und das könnte ein sehr interessantes Rennen werden, weil gegen Ende des Rennens soll es tatsächlich regnen. Habe ich in der Wettervorhersage gesehen und das ja, könnte interessant werden. Aber jetzt gehen wir natürlich erstmal ins Qualifying. Okay, und wir haben direkt erstmal einen Sensorfehler, aber das ist jetzt nicht so das Problem, das geht scheinbar recht schnell. Okay, ja, hier kann man sehen in der Wettervorhersage, im Rennen soll es regnen. Relativ gegen Ende erst. Aber es soll regnen. Naja, aber jetzt fahren wir erstmal raus. Meine Qualifying Pace war im Training nicht wirklich da. Also mal sehen, wie das jetzt hier so läuft. Die Kurve hier, die finde ich auch richtig weird. Die hat einen die ist extrem seltsam einfach. Und diese Schikane hier, da habe ich auch immer Probleme, vernünftig durchzukommen. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Okay, just 2 laps of fuel remaining now. Da habe ich jetzt am Ende ein bisschen zu viel gepusht. Letzte Kurve war nicht gut. Eine Runde sollten wir noch schaffen. Okay, damage to the rear wing. You've got damage to your rear wing. Suggest we box to repair it. Was für Damage? Was? Nein, ich kann jetzt nicht boxen. Das ist meine letzte Chance, hier eine schnelle Runde zu fahren. Boah, aber ich merke, wie ich am Heck Downforce verloren habe. Ich habe deutlich mehr übersteuern. Ich glaube, das wird eh nichts. Ja, merke ich auch. Ja. Okay, das wäre actually fast noch besser gewesen. Aber da ist am Ende nichts draus geworden. Ja, da hatte ich einfach zu viel Oversteer durch den Heckflügel. 11. Ja, ist aber okay. Okay, dann geht's jetzt aber erstmal in das zweite Freitraining, weil es jetzt dieses mega komische Wochenendformat mit dem Sprint. Und das mache ich natürlich wieder auf Stream. Wir sehen uns zum Sprintrennen wieder. So it's all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top?
Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. Charles Leclerc lines up on pole position, and a very happy Carlos Sainz will start second. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Verstappen, George Russell, and Hamilton. Norris, Ricciardo, Bottas, and Kevin Magnussen. The Professor, Mick Schumacher, Fernando Alonso, and Ocon. Aitken, Tsunoda, Sebastian Vettel, and Alex Albon. Gasly, Stroll, Joe, and Nicholas Latifi. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. Okay. Ich hatte gerade ein kleines Problem im Training, im zweiten Training. Nämlich, dass zwischendurch ein Gang ausgefallen ist. Das Problem ist halt, das Getriebe ist schon ziemlich, sagen wir mal, nicht mehr so gut. Also hoffen wir mal, dass das nicht nochmal passiert. Ja, wir fahren auf den Mediums, das macht natürlich am meisten Sinn. Und wir werden natürlich nicht stoppen, weil das ist im Sprint nicht nötig. Also von daher, ja, let's go. Damn, die Reifen sind schon extrem warm irgendwie. Damn. Das war ein guter Start. Wow, Alter! Er hat mich halt voll rausgeschubst. Ja, geil. Ja, ach nee! Da war halt nichts, was ich hätte machen können. Er hat mich einfach rausgeschoben. Okay, Aitken ist raus. Eher ungeil. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass vielleicht ein paar Leute rausfliegen, aber nicht unbedingt mein Teamkollege. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es morgen regnet. Weil das ist immer so eine Chance, einiges rauszuholen. Oh, Latifi hat sich gedreht. So, jetzt aber hier, Stroll. Okay. Gut recovered. Da konnte ich halt absolut nichts für. Okay, dann ab ins Rennen. Hello there and welcome back to Imola, home circuit of the Scuderia Ferrari. We expect to see a lot of local supporters wearing red today, and they've all turned out for what we're expecting will be a sensational event here at the Emilia-Romagna Grand Prix. 3.1 miles of track at Imola featuring 19 turns, 9 to the right and 10 to the left. Remember that Imola differs from most other Formula One tracks as it's taken anti-clockwise. Let's hope nobody forgets that today. The exit from turn 18 will probably be the setup for many of today's overtakes, leading as it does into the longest straight on the circuit, and its only DRS zone. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have
Perez, Russell, and Sir Lewis Hamilton, and Verstappen, Norris, Bottas, Ricciardo, and Kevin Magnussen, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Esteban Ocon, and Vettel, Albon, Tsunoda, Guan Yu Zhou, and the Professor, Stroll, Latifi, Gasly. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Jack Aitken. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Rennstrategie ist jetzt natürlich interessant. Weil das Ding ist, wir werden ja später sowieso auf jeden Fall, denke ich mal, auf Inters wechseln müssen. Bei der Wettervorhersage da. Da ist die Frage, was ist jetzt sinnvoll? Also wenn ich auf Harz theoretisch starten würde, dann könnte ich natürlich wahrscheinlich, ich glaube, dann kann man davon ausgehen, dass ich bis zum Regen durchfahren könnte. Das Problem ist, auf Harz werde ich am Start keine Chance haben. Ich denke mal, die Mediums sind am sinnvollsten. Oder ich starte auf Softs. Softs, dann Mediums und dann, ich glaube, das ist sinnvoller, oder? So habe ich auf jeden Fall 2 Stops, aber ich glaube, das ist besser. Guter Start. Ja, da ist schon wieder vorbei. Okay, this is Mark. Update on the car. The gearbox is damaged. Gearbox is damaged. You'll likely find gear changes slower than normal. Okay, ja, das ist, jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist unfahrbar. Das ist unfahrbar. Ja. Beende die Session. Das hat keinen Sinn. Damit kann ich nicht weiterfahren. Und Aitken vorletzter. Das war ja mal ein absolutes Müllrennen. Ja, da muss ich auf jeden Fall jetzt hier das Getriebe wechseln. Ich hätte gedacht, das reicht noch für dieses Rennen. Hat es offenbar nicht. Naja. Machen wir das. Machen wir das. Dann machen wir das. Und dann kaufe ich mal noch das. Okay. Alles fehlgeschlagen. Oh, das ist nicht geil. Musst du über den F&E-Bildschirm in Auftrag geben. Ich bin gescheitert.
Naja. Gut, immerhin kostet es keine Punkte, das nochmal neu zu machen. Und jetzt wird es auch auf jeden Fall funktionieren. 0% Fehlschlagsrate. Nee, warte, das hat Punkte gekostet. Okay, das ist mies. Okay, dann spielen wir natürlich wie jedes Mal noch die Pirelli Hot Lap. Und ich glaube, Autocross haben wir noch nicht gehabt. Also versuchen wir das mal. Keine Ahnung, was das ist. Aha, zwischen Kegeln durchfahren. Okay. Okay, Bronze. Beim ersten Versuch. Aber wie auch beim letzten Mal, ich würde sagen, da ist es fair, wenn ich das zumindest noch einmal versuche. Nice. Da ist Silber. Das ist okay. Alles klar. Weiter. Ja. Das ist nicht so gut gelaufen, diese Folge. Dann spielen wir in der nächsten Folge Miami. Hoffentlich ist es da dann ein bisschen besser. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. Bis dann.